Ja, vielen Dank an Edgeless für die Einladung. Kriege ich einen Klicker oder macht ihr die weiter? Ach, da unten. Ja, wunderbar. Also, vielen Dank an Edgeless für die Einladung. Thorsten Gau, CTO Consulting, haben wir eben schon gehört. Ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als nach der Gematik zu sprechen, weil dann ist schon mal klar, worum es geht. Es geht um die elektronische Patientenakte und was man sonst noch danach und mit der Confidential Computing Technologie machen kann. Holm Diening hat es ja eben schon gesagt, eines der ersten großen Dienste im Gesundheitswesen, was wahrscheinlich ganz viele hier im Raum nutzen, also alle die keine rosa Zettel mehr vom Arzt zur Apotheke tragen und nicht privat versichert sind, haben vermutlich schon mal ein E-Rezept eingelöst. Und das Tolle bei dem E-Rezept, man kann das ganz mobil auf dem Smartphone tun oder man kann es auch einfach dadurch tun, dass man seine elektronische Gesundheitskarte steckt. Eben war schon die Frage, wie viel am Tag, an vielen Tagen bis zu 4 Millionen, das gibt 700 Millionen Rezepte jährlich, aber das war gar nicht der erste Service, den wir gebaut haben. Wir haben angefangen mit der Techniker-Krankenkasse und haben die elektronische Gesundheitsakte live gesetzt. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig vom Wortspiel. Wir haben ja eben über EPA gesprochen. Wieso spricht der Typ jetzt da vorne von der Gesundheitsakte? Die elektronische Gesundheitsakte war im Sozialgesetzbuch ein freiwilliger Service, den Krankenkassen anbieten konnten. Ich habe mir Silvester 2017, 18 beim Skifahren die Schulter verletzt und durfte mir dann damals mit dem Team in Hamburg zusammen meine eigene Akte bauen. Und die hatte einen ganz tollen Vorteil, die war so super sicher, schon damals, auch schon ohne Confidential Computing. Warum? Weil der Schlüssel auf meinem Handy lag. Das heißt also, die EGA hatte das Prinzip, dass die Daten Ende zu Ende verschlüsselt sind und niemals irgendwo beim Betreiber entschlüsselt werden konnten. Das ist gut für die Sicherheit, das ist aber schlecht, um mit den Daten was zu machen. Das heißt, immer wenn man mit den Daten was machen wollte und sei es auch nur sie zu durchsuchen, mussten sie immer aufs Mobiltelefon geladen werden. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt die EPA haben. Wir haben es eben schon gehört, am 15. Januar ist die EPA von 2 Anbietern live gegangen. Bitmark ist ein Anbieter, IBM ist der andere Anbieter und irgendwann im April hoffentlich wird sie auch für alle zur Verfügung stellen. Im Moment ist sie noch im Pilotbetrieb. Das heißt also, aktuell sind von den gesetzlichen Krankenversicherungen und den ersten privaten Krankenversicherungen ist eine Pilotphase angelaufen und 50 Millionen Akten stehen zur Verfügung. Sie sind noch nicht alle befüllt, also das kommt ja dann. Was es auch gibt als weiteren Dienst auf der Telematikinfrastruktur ist das Thema E-Mail. Da mag jetzt einer sagen, GAN, warum ist E-Mail wichtig? Weil es zuvor außer dem Faxgerät keine Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Professionals im Gesundheitswesen gab. Das heißt also, der sogenannte KIM-Dienst, Kommunikation im Medizinwesen, ermöglicht die sichere Kommunikation im Medizinwesen. Und warum ist das gut? Weil man darüber beispielsweise auch strukturierte Daten verschicken kann. Also wenn ich als Arzt der Versicherung schicken möchte, mein Patient hat eine Arbeitsunfähigkeit von mir bescheinigt bekommen, dann kann ich so eine EAU über KIM verschicken. Oder die Ärzte können über KIM miteinander kommunizieren, ad hoc. Und damit das Ganze auch irgendwo den Patienten mit einbinden kann, gibt es noch das Thema IDP, also die Identitätsprovider. Und dort haben wir 11 Millionen digitale Identitätsauthentisierungen im letzten Jahr gehabt. Das passt natürlich noch nicht zu 50 Millionen Akten, ist aber ganz logisch. Bisher, muss man ganz deutlich sagen, hatte die EPA ein Nischendasein. Genauso wie das E-Rezept. Ich habe mich letztens, als ich bei der Apotheke, ich wohne im Speckgürtel von Hamburg, da hat mich die Apothekerin mit Guten Tag, Herr Gau begrüßt. Ich kannte sie nicht, aber sie kannte mich, weil ich in dem Ort der Einzige bin, der sein E-Rezept mit App abholt. Deshalb kennt sie mich. Also da ist auch in Deutschland noch ein bisschen was zu tun, was das ganze Thema Anwendung und Anwendbarkeit angeht. So, jetzt kommen wir ein bisschen zur Technik. Da fühle ich mich besonders wohl als CTO. Wo läuft das Ganze drauf? Das Ganze läuft auf einer Hybrid Cloud Infrastruktur. Und was heißt Hybrid Cloud? Hybrid Cloud heißt, dass ich die Technologie sowohl in der Cloud nutzen kann, sei es nun eine IBM Cloud, AWS, Azure, eine Ionos, eine Stackit, was immer Europa da zu bieten hat, eine Google, ich hoffe, ich habe jetzt alle aufgezählt, und natürlich, und das ist das, was wir beim E-Rezept machen und was wir bei der EPA machen, wir können die gleiche Technologie natürlich auch in On-Premise Data Centers betreiben.
Das tun wir für die Telematikinfrastruktur an 4 Standorten in Deutschland. Und egal, ob wir es in der Cloud tun oder in einem On-Premise Data Center, es ist immer die gleiche Technologie. Wir nutzen dort Kubernetes, und zwar nicht nur irgendeinen Kubernetes, sondern ein speziell gehärtetes Kubernetes von Red Hat, basierend auf dem Enterprise Linux, mit einer vernünftigen Automatisierung, sodass alle Umgebungen, egal ob sie On-Premise oder in der Cloud laufen, immer gleichförmig aufgebaut sind. Und dann kann ich halt die Workload, das machen wir im Moment im Dev-Test-Bereich, gerne in der Cloud laufen lassen und kann die gleichen Container, die gleiche Technologie on-premise laufen lassen. Ja, und was lassen wir da laufen? Da lassen wir zum einen auf der linken Seite dargestellt die Services der Telematikinfrastruktur laufen. Da können wir aber auch auf der gleichen Technologie weitere, wir nennen sie Gesundheitsplattform 2.0 Services laufen lassen. Das heißt also, wenn ich beispielsweise von meinem Arzt einen Brief bekommen habe, dann kann ich natürlich mit Gen AI diesen Brief analysieren lassen, sicher analysieren lassen, aber das bringt mich gleich zur nächsten Folie. Was mir an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, Technologie ist nur so gut wie die sicheren Entwicklungsprozesse, wie die sicheren Überwachungsprozesse. Und deshalb ist ein ganz wesentlicher Bereich bei uns der Bereich Security Services. Das heißt erstmal Compliance in der Anwendungsentwicklung, aber auch Threat Intelligence. Was tut sich so in der Bedrohung weltweit? Haben wir sichere Softwarelieferketten? Haben wir neue Angriffsvektoren? Die werden kontinuierlich überwacht. Ja, und ich habe es eben schon so ein bisschen geteasert. Das, was ich dort als Technologie habe, kann ich selbstverständlich dann auch nutzen, um erweiterte Dienste anzubieten. Das kann zum Beispiel heißen, ich war beim Röntgendienstleister, bekomme einen Arztbrief oder einen Befund mitgegeben und verstehe nur Bahnhof. Natürlich könnte ich diese Wörter aus dem Brief jetzt bei Google eintippen und mir selber eine Meinung bilden. Erstmal ist es vielleicht nicht so schlau, wenn ich immer meine Krankheiten google, dann kriege ich plötzlich nur noch Angebote, die ich vielleicht gar nicht haben wollte in der Werbung. Das ist die eine Sache. Und zum anderen ist eine reine Suche vielleicht nicht das, was ich brauche. Das heißt also, dort kann ich mir zum Beispiel den Brief in einfache Sprache übersetzen lassen. Oder ich komme aus Schleswig-Holstein, mit dem UKSH gesprochen. Dort ist durchaus auch das Thema, dass da Patienten kommen, die eben nicht Deutsch und nicht Englisch verstehen. Und dort ist es natürlich auch möglich, die Briefe dann in andere Sprache zu übersetzen. Wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, was könnte man mit einer EPA machen? Wenn ich die Summe meiner Dokumente habe, dann könnte ich natürlich auch in einem Dialoginterface, landläufig Chat genannt, meiner EPA Fragen stellen. Oder, das liegt auf der Hand, wenn ich einen Medikationsplan, eine Medikationsliste in meiner EPA habe, dann können Algorithmen einfach aufpassen, dass die Kombination von Medikamenten, die ich nehme, nicht unerwünschte Nebenwirkungen hat. So, und das, was in der EPA gut ist, die Technologie lässt sich auf jede andere Branche übertragen. Sei es in der Sozialversicherung, da werden ganz viele Anträge bearbeitet, seien es irgendwelche Erkenntnisse in der Bundeswehr, seien es Erkenntnisse bei der Polizei oder dann halt auch in der Justiz irgendwelche Prozessakten. Die Tatsache, dass Gesundheitsdaten die schützenswertesten sind, heißt ja nicht, dass man die anderen Daten nicht mindestens genauso gut schützen kann oder genauso gut schützen sollte. Und letztendlich kann man sagen, bei dem Bereich künstliche Intelligenz, es geht eigentlich immer darum, dass man Menschen Arbeit abnimmt. Das heißt also, dass die besten Spezialisten vielleicht nicht die einfachsten Fragen beantworten. Da wären wir beim Thema Beratung, dass man den besten Spezialisten Entscheidungshilfen gibt, damit sie dann am Ende die Entscheidung treffen können. Weil das ist natürlich im Sinne von Responsible AI ganz wichtig, dass der Mensch weiterhin im Driver-Seat sitzt. Oder ich komme aus der Softwareentwicklung. Ich freue mich natürlich, dass Anforderungen damit zusammengefasst werden können, dass Testfälle automatisch generiert werden können. Oder viele im Raum werden es hier wissen, Codeassistenten können natürlich auch bei der eigentlichen Programmierung helfen. Und damit das Ganze, was dann entwickelt worden ist, auch gut betrieben werden kann, helfen solche Systeme natürlich auch im Betrieb. Das heißt also, ich kann verschiedene Ereignisse korrelieren, verstehe meine Software besser, kann eine bessere Verfügbarkeit sicherstellen. So, was hat das Ganze jetzt mit Confidential Computing zu tun? Confidential Computing, wir haben ja noch ganz viele Vorträge hier, aber was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, Confidential Computing ist nicht eine einzelne Technologie.
Also als Technologie setzen wir beispielsweise, wir haben es ja eben schon gehört, beim E-Rezept und bei der EPA auf Intel SGX. Intel SGX ist die eine Trusted Computing Technologie von unserem Partner Intel, der es ermöglicht, dass der Betreiber der Intel Server nicht nebenbei sich einen Memory Dump ziehen kann, um dann Seitenkanalangriffe auf die Daten zu machen. Das möchte natürlich derjenige, der die Services nutzt, und wir haben eben über das Thema Beweisen gesprochen und das gehört, auch von außen prüfen können. Und damit sind wir beim Thema Remote Attestation. Als Nutzer einer EPA, in diesem Fall sozusagen als Überwachung durch die Gematik, kann man mit den Intel Data Center Attestation Primitives sicherstellen, dass der Stack der Hard- und Software, die wir betreiben, auch wirklich sicher ist. Das ist die nächste Ebene. Und wenn wir eine Ebene draufsetzen, wir haben über Containertechnologie gesprochen, möchte man die jetzt nicht mit irgendwelchen Low-Level-Primitives entwickeln, sondern die Entwickler möchten eigentlich mit ihren Standard-Tools die Funktionalität entwickeln, möchten das Ganze einpacken. Das G steht hier für das Gramine Framework from Intel. So, und dann haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit Edgeless. Marble Run ermöglicht uns, mehrere dieser Container zu orchestrieren. Und mit der Orchestrierung meine ich jetzt nicht, Marble Run ersetzt Kubernetes, sondern Marble Run integriert sich in Kubernetes, damit die Container miteinander reden können. Was können das für Container sein? Das kann zum Beispiel der Container sein, in dem E-Rezepte bearbeitet werden. Das kann der Container sein, in dem ich mich mit dem IDP anmelde. Oder das kann der eigentliche Aktencontainer sein, der dann wieder Dokumente in einen weiteren Container weitergibt, um zu prüfen, ob das ein gültiges und nicht bösartiges PDF ist. Und genau diese Container Orchestration, dafür nutzen wir Marble Run. Und wenn ihr oder Sie einen Teil hiervon mitnehmen, ganz wichtig, der Block auf der rechten Seite, Key Management. Am Ende geht es bei Verschlüsselung ja immer darum, wer hält den Schlüssel. Wenn ich einen super sicheren Tresor habe und den Schlüssel stecken lasse oder die Zahlenkombination per Post-it daran schreibe, dann bringt mir der beste Tresor nichts. Und so ist es hier auch. Im Rahmen von Confidential Computing müssen ganz viele Secrets sicher gehalten werden. Und für diese Secrets gibt es HSMs, Hardware Security Modules, und die können wirklich physisch und prozessual sicherstellen, dass diese Schlüssel, die zur Verschlüsselung benötigt werden, nicht in die falschen Hände geraten. So, wenn man diesen Stack hat, dann ist es relativ egal. Entweder stellt man diesen Stack ins eigene Rechenzentrum oder man holt ihn sich in der Cloud. Das heißt, wenn Sie oder Ihr Cloud-Provider auswählt, schaut, dass die entsprechende Intel- oder AMD-Hardware vorhanden ist, schaut, dass es eine HSM gibt und schaut auch, wie man an diese HSMs herankommt. Es reicht ja nicht, wenn ich nur irgendwie sage, ja, ich vertraue dem IAM der Cloud, aber der Cloud-Provider hat den super duper Master-Schlüssel. Das reicht halt nicht. Und wenn man diesen Stack dann zusammenbringt, dann kann man sowohl on-prem als auch in der Cloud Confidential Computing betreiben. Vielen Dank.